Der ist nicht schlecht. Der ist eher schwierig. Tore Hellström. Dich kriege ich auch noch. Verboten neu, verboten gut. Verbotene Liebe. Jetzt auch täglich in der App. Was habt ihr denn gefunden? Einen kaputten Luftballon. Und da hing ein Schatz dran. Dana und Hagen. Ich habe gedacht, die sehen wir nie wieder. Glaubst du, das hat was zu bedeuten? Irgendjemand hat mal behauptet, dass man als Vater seine Tochter verliert und als Schwiegersohn gewinnt. Das ist natürlich Quatsch, weil... Hagen? Dana. Es kann sein, dass mein Sohn stirbt. Dass er niemals ein normaler, gesunder Junge werden kann. Konnte ich vielleicht wissen, dass diese blöde Kuh in den Wald läuft, bevor sie zusammenklappt? Zieh mich rauf, verdammt nochmal! Ansgar? Ansgar? Ansgar! Ansgar, verdammt nochmal, wo steckst du? Ansgar! Dana. Dana. Als dieser Stahlträger runtergekommen ist, da hatte ich solche Angst. Weil ich nicht wüsste, was ich ohne dich machen soll. Hätte das gedacht, als wir uns kennengelernt haben? Ich nicht. Machen Sie hiermit einen schönen Tag. Ich auch nicht. Du warst so ein Angeber. Was? Ich war schweinecool. Ich bin immer noch schweinecool, auch wenn ich meine Beine gerade nicht bewegen kann. Das wird wieder. Wenn der Bluterguss sich zurückbildet und die Sicht auf das Rückenmark wieder freigibt. Alles wird gut. Was ist? Giselle.
Ansgar. Ansgar? Nein, der glänzt auch durch Abwesenheit. Und in einer Stunde ist der Termin mit den Schweizer Bankern. Sebastian? Was? Okay, mach, was du willst. Mir ist es egal, ob das Geschäft platzt oder nicht. Ansgar! Das sieht so aus, als hättest du seit Tagen nichts gegessen. Mann, du hast mich erschreckt. Sorry, ich bin eingeschlafen. Deine eigenen Verlobungsnacht? Also nicht zu früh oder währenddessen, falls du das meinst. Keine schmutzigen Details, bitte. Ist Dana nicht hier im Zimmer? Ist sie nicht? Keine Ahnung, wo die ist. Als sie dieses Teil da von Maxi gesehen hat, die ist einfach aufgestanden und gegangen. Ich habe ja eigentlich erst gedacht, dass sie das Maxi geschenkt hat, weil er so verrückt danach ist. Hat sie nicht? Mhm. Naja, wahrscheinlich ist die immer noch durch den Wind wegen Hagen. Kennst du ja, wenn irgendwas quer sitzt, dann muss sie das erstmal mit sich alleine ausmachen. Ist auch komisch, dass diese Ringe genau jetzt auftauchen, wo ihr euch verlobt habt. Ich finde das eigentlich gut. Dana hat Hagen geliebt. Es ist klar, dass das Thema noch mal hochkommt, wenn wir jetzt den nächsten Schritt machen. Gott, habe ich dich vermisst. Wo warst du? Wo bist du die ganze Zeit gewesen? Warum kommst du erst jetzt? Ich habe hier eine Ewigkeit auf dich gewartet. Ich wäre hier fast draufgegangen ohne dich. Du bist einfach abgehauen. Du hast mich hier alleine gelassen. Du hast dich nie gemeldet. Du warst über ein Jahr lang verschwunden. Ich hab gedacht, du bist tot, verdammt nochmal. Warum tauchst du jetzt auf? Warum? Wo warst du? Ich hasse dich. Wo warst du? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Tut mir so leid. Was habt ihr eigentlich gemacht, als ihr von der Verlobungsparty verschwunden seid? Dana hat die Eheringe von sich und Hagen vergraben, um sich zu verabschieden. Wir wollten ein Zeichen setzen. Warum hast du mich alleine gelassen? Wieso? Was machen wir denn jetzt? Was man so tut, wenn man sich liebt. Wir lieben uns? Kannst du das noch mal sagen, bitte? Ich liebe dich. Ich dich auch. Männer, das ist alles gut. Ist das ein Plan? Es ist, wie es ist. Du bist noch mit meiner Schwester zusammen. Ich rede mit ihr. Es wird Giselle das Herz brechen, wenn du sie meinetwegen verlässt. Es gibt ein Vollchaos. Oh Gott, die merkt doch sofort, dass was passiert ist. Was sage ich ihr denn dann? Moment, du sagst ihr gar nichts. Komm mal her. Ich trenne mich von Giselle, also muss ich mit ihr reden. Aber Auch wenn du mir immer sagst, dass ich so sensibel bin wie ein Gorilla. Ich weiß, wie es ist, verlassen zu werden. Und mir liegt sehr viel an deiner Schwester. Ich kann nichts dafür, dass ich dich liebe und nicht sie. Deswegen werde ich fair und ehrlich sein. Das heißt, dass ich mit ihr rede. ich will Giselle nicht wehtun. Ich rede mit ihr, sobald sie da ist. Morgen. Ich weiß, dass es schwierig für dich ist, dir heute Nacht nicht die Wahrheit zu sagen. Aber das ist meine Baustelle. Okay? You can build a mansion, but you just can't live in it. You're the fastest runner, but you're not allowed to win. Some break the rules.
Das ist ja nett. Gibst du dir auch noch die Ehre? Was ist passiert? Nichts? Hast du dich mit Ansgar geprügelt? Schön, dann hast du ja doch noch begriffen, wer für Friedas Zusammenbruch und die Frühgeburt deines Sohnes verantwortlich ist. Tanja, ich hab dir doch schon gesagt, es tut mir leid. Und ich habe dir gesagt, du kannst dir deine Entschuldigung sparen. Wie konntest du nur eine Sekunde lang glauben, dass ich Frieda ein Schlafmittel verabreiche und somit das Leben deines Sohnes gefährde? Tanja, bitte. Karl wird's wahrscheinlich nicht schaffen. Zeig mir bitte einen Vater, der sowas erfährt und dann noch klar denken kann. Entschuldige mal bitte, du wusstest die ganze Zeit, dass ich möchte, dass Frieda bis zur Geburt auf dem Schloss bleibt. Und du wusstest, wie sauer Ansgar ist, dass du ihm die Führung des Unternehmens abgenommen hast. Trotzdem kommst du nicht eine Sekunde auf die Idee, dass er mir das Schlafmittel untergeschoben hat. Ich kann diese Diskussion jetzt nicht führen. Gut. Die Schweizer sind da. Du weißt, wie lange wir auf den Termin hingearbeitet haben, ihr Bankhaus zu übernehmen. Vielleicht ziehst du dich um. Der Skipper hat uns zugesagt, den Strom weitläufig zu umfahren. Das sind aber mehr als so ein paar Wellenausläufer. Ja, der Wind hatte gedreht. Plötzlich waren wir mittendrin. Vater! Wir sind gekentert. Auf den Riff gelaufen. Als unsere Yacht zerschmettert wurde, wurden Vater und ich ins Meer gespült. Ich war mir sicher, dass wir sterben würden. Keine Ahnung, wie lange wir im Meer rumgetrieben sind. Kam mir wie eine Ewigkeit vor. Dann war da diese Insel. Sie war unbewohnt. Wir hatten keine Möglichkeit, Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Irgendwann haben wir uns erstmal so eine Art Hütte gebaut. Mit allem, was wir finden konnten. Ich habe Pfeile geschnitzt, Speere, um damit zu jagen. Ich habe fast alles gegessen, was wir finden konnten. Hauptsächlich haben wir uns die ganze Zeit über von Fisch ernährt. Oh Gott. Wasser gab's auf der Insel nicht. Wir haben alles abgesucht. Keine Quelle, kein Grundwasser. Wir mussten Regenwasser sammeln. Vater! Ein Glück haben wir ein paar geeignete Behältnisse dafür gefunden. Nachdem wir wochenlang vergeblich auf Rettung gewartet haben, wurde uns langsam klar, dass wohl niemals irgendjemand auf dieser gottverlassenen Insel vorbeikommen würde. Dann haben wir angefangen, einen Floß zu bauen. Hier, der ist super. Was sich jetzt schwieriger herausgestellt hat, als ich dachte. Was ist los? Weiß deine Familie nicht, dass du hier bist? Warum hast du ihm nichts gesagt? Das hat alles Zeit. Ich wollte zuerst zu dir. Du bist das Wichtigste für mich. Dann geben Sie uns die Garantie, dass Sie unsere Angestellten weiter beschäftigen, wenn Sie unser Bankhaus übernehmen. Graf Lahnstein? Was? Ja, sicher. Also natürlich können wir das nicht unbefristet gewähren, aber es wird ein Jahr lang keine Entlassung geben. Darauf haben Sie unser Wort. Ja. Wir wollen unsere Angestellten in der schwierigen Marktsituation nicht hängen lassen. Aber unsere Optionen sind begrenzt und im Endeffekt müssen wir jetzt die Was ist? Ich zieh mich rauf, verdammt nochmal. Sebastian. Ja? Was?
Entschuldigung, ich war gerade... Ich habe gerade gesagt, wie sehr wir uns freuen, die Schweizer Kollegen bei der Landsteinbank begrüßen zu dürfen. Ja, aber natürlich, das tun wir. Die Landsteinbank hat ja wieder zu ihrem hervorragenden Ruf zurückgefunden. Ansgar! Ansgar! Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Ich habe gefragt, wie hoch Ihr Umsatz im vergangenen Jahr war. Also... Wir konnten den Umsatz um 7% steigern. Trotz der schwierigen Marktlage. Das ist beachtlich. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, wir werden unseren Umsatz in diesem Jahr nicht nur weiter steigern können, wir besitzen auch eine jahrhundertealte Tradition und genügend Erfahrung, um mit jeder Krise des Finanzmarktes souverän umgehen zu können. Sie sehen also, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden sind bei uns in den allerbesten Händen. Vielleicht werfen Sie noch einen Blick darauf. Caro? Bist du das? Ja. Und, wie geht's, Tore? Ganz gut. Danke, dass du zu ihm gegangen bist. Ich war so durch vorhin, ich brauchte erst mal eine heiße Dusche. Aber die hat Wunder bewirkt. Jetzt fühle ich mich wieder wie ich selbst. Entschuldige, wegen vorhin, als ich da mir vorgestellt habe, dass ich in einem Rollstuhl schiebe und dass er mir dann nicht glaubt, dass ich ihn noch liebe. So ein Quatsch. Wir hatten immer Glück. Toro wird auch wieder gesund und er weiß, dass ich ihn liebe, egal was passiert. Ja, zum Glück. Hast du Hunger? Ich habe Sushi bestellt. Eigentlich... nee. Wir haben was zu feiern. Ich hätte Tore verlieren können, oder dich? Ihr zwei seid die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn euch was passiert wäre. Ihr hättet tot sein können. Papalapap. Nichts Papalapap. Dieses halbe Gerüst ist runtergekommen. Wenn er dich nicht zur Seite gerissen hätte, hätte er das Leben gerettet. Giselle, tut mir leid. Ich brauche jetzt auch nicht schon wieder so eine Heulsuse zu sein. Du bist ja okay. Du bist ja okay. Und wenn die Schwellung zurückgeht, dann kann Tora auch wieder laufen. Es ist nur so, weißt du, wenn sowas passiert, dann kapiert man, wie schnell es vorbei sein kann, oder? Ist man dankbar um die Leute um sich herum. Oder? Und dass man wegen so einem albernen Haschkriegskuss keine Welle machen muss. Ja, totaler Humbug. Siehst du, es ist alles vergessen. Ich weiß doch, dass du mir sonst alles erzählst. Wie seid ihr zurückgekommen? Dein Vater und du. Das Floß. Wir haben es fertig gebaut. Dann bin ich los. Und Ludwig? Er hat es nicht geschafft. Was ist passiert? Das Floß war fast fertig. Wir wollten bald aufbrechen. Da muss irgendwo ein paar Meilen vor unserer Insel ein Tanker ausgelaufen sein. Eines Morgens war der Strand schwarz, verschmiert. Überall tote Fische. Jetzt mussten wir von der Insel weg, sonst hätten wir bald nicht mehr genügend zu essen gehabt. Das Floß war ja fast fertig, als Vater plötzlich krank wurde. Vermutlich hat er sich an einem der Fische vergiftet. Er hatte hohes Fieber, es ging ihm sehr schlecht. Wenn wir von der Insel runtergekommen wären, irgendwohin, wo es einen Arzt gegeben hätte. Wir haben nicht mehr genug Wasser. Du musst alleine gehen. Vater, wir gehen zusammen. Ich hol dich gleich. War zu spät. Da ist Ludwig an einem vergifteten Fisch gestorben. Vater.
Vater! Nein. Es ist gut so. Er ist in meinen Armen gestorben. Kurz nach seinem Tod bin ich aufgebrochen. Ist dein Vater eigenhändig begraben? Ich wünschte, ich wäre bei dir gewesen. Ich werde Ihr Angebot meiner Familie unterbreiten. Auf Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Kannst du mir sagen, was das gerade war? Ich kann verstehen, dass du dir Sorgen um Frieda und deinen Sohn machst. Aber weißt du, wie lange wir an den Schweizern graben? Ludwig hat das vor mehr als einem Jahr bereits versucht. Ich weiß. Sebastian, jetzt sind sie bereit, nach all den Skandalen, die wir hatten, wieder mit uns zu verhandeln. Wir könnten Lahnstein Enterprises endlich aus der Krise rausholen. Und was machst du? Sitzt da rum wie ein Schluck Wasser an der Kurve. Sebastian, könntest du irgendwas dazu sagen? Rebecca fragt, ob die neuen Verträge für die Stofflieferanten schon fertig sind. Hat sie morgen auf dem Tisch. Okay. Was war da eigentlich vorhin los mit dir und Ansgar? Ich habe euch gesehen vor dem Schneiders. Ach, das. Ja, das. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit. Es ging um die Geschäfte, wie immer. Sebastian, ich warte auf eine Antwort. Was zum Teufel ist los mit dir? Was los ist? Ich habe Ansgar umgebracht. Das ist los. Wieder nur die Mailbox. Wo steckt die denn? Auf jeden Fall will sie lieber alleine sein, sonst wäre sie ja schon längst wieder hier oder hätte wenigstens angerufen. Nee, jetzt guck nicht so. Hier ist nichts passiert, okay? Wahrscheinlich sitzt sie seit Stunden da, wo ihr die Ringe vergraben habt und redet noch mal mit Hagen. Mach dich nicht verrückt. Dana liebt dich. Du bist ihre Zukunft. Mit rosa Glitzer drumherum. Dann hast du gemerkt, dass es ein Fehler war, ihn da einfach hängen zu lassen und hast ihn gesucht, oder? Ja, da war ich aber fast schon am Auto. Also, da ist mir bewusst geworden, was ich eigentlich gemacht habe. Also bin ich zurück und Ansgar nicht mehr da. Aber ich habe ihn gesucht. Das musst du mir glauben. Ich habe wirklich überall gesucht, aber Ansgar war nicht mehr da. Er ist verschwunden. Keine Leiche. Nein? Dann ist er nicht tot. Wie sagt man so schön? Keine Leiche, kein Mord. Ich bin mir sicher, Ansgar sitzt längst in einem Flieger in Richtung Ausland. Ich werde trotzdem Kommissar Helmke verständigen müssen. Das tust du nicht. Ansgar hat deinen Sohn in Lebensgefahr gebracht. Ihr habt euch gestritten im Schneiders Vorzeugen. Das heißt, du hattest ein Motiv. Wenn du jetzt zu Helmke gehst, dann wanderst du in den Knast. Ich bitte dich, Sebastian, tu nichts Unüberlegtes. Ansgar ist verschwunden und das ist meine Schuld. Es war kein Mord. Das weißt du genau. I never thought that you'd be the one
Die Schwestern sagten, dass Sie nicht schlafen können. Passt schon. Wir können Ihnen gerne ein leichtes Schlafmittel geben. Nein, wirklich, ich bin okay, danke. Oder etwa nicht. Tore. Bist du wach? Ja, gerade aufgewacht. Und du? Morgen Mittag überrasche ich Tore mit einem schönen Essen. Gute Idee. Ich bin so froh. Tore ist das Beste, was mir hier passiert ist. Jetzt drücken Sie schon raus mit der Sprache, Doc. Wie schlimm ist es? Lassen Sie uns morgen früh darüber sprechen, wenn Sie ausgeruht sind. Jetzt bin ich wach. Worüber wollen Sie morgen früh mit mir sprechen? Es geht hier um meine Gesundheit. Ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was mit mir los ist. Also schön. Ich habe gerade die Befunde des MRT erhalten. Die Befunde zeigen deutliche Hinweise auf ein Transversalsyndrom. Bei dem Unfall wurde Ihre Wirbelsäule verletzt. Stärker, als wir bislang angenommen haben. Die Nervenleitungen Ihres Rückenmarks sind gequetscht und wir können nicht ausschließen, dass der Schaden irreversibel sein wird. Was soll das heißen? Sie müssen damit rechnen, querschnittsgelähmt zu sein. Ansgar! Ansgar! Ansgar, wo bist du? Wo bist du? Das hab ich nicht gewollt. Lügner. Du verdammtes Schwein, du hast mich eiskalt umgebracht. Nein! Ist was passiert, Karl? Nein. Alles gut, er schläft. Schläft. Ist stabil. Das ist alles gut. Gar nichts ist gut. Du hast Jessica geheiratet? Aber nur um... Warte. Ich bin gleich wieder da. Erzähl. Aber nur, um Maxi zu adoptieren. Du hast ihn adoptiert. Mhm. Dafür eine Frau geheiratet. Mhm. Ich habe nicht irgendeine Frau geheiratet. Ich habe Jessica geheiratet. Ich hatte alles dafür getan, das Sorgerecht für deinen Sohn zu bekommen. Alles. Am Anfang, da wollte ich das einfach nur, weil ich dir versprochen habe, mich um ihn zu kümmern. Aber irgendwann, da wurde alles so selbstverständlich. Maxi ist mein Sohn. Ja, er ist dein Sohn. Ja. Er sieht glücklich aus. Ganz schön proper. Na, kein Wunder mit euch beiden als Mama. Olli sagte mal, wir treiben ihn irgendwann noch in den Wahnsinn. Verrückte Mütter hatten ab. Als ich den Rettungsring im Kinderwagen entdeckt habe, da wusste ich genau, du bist zurück, das stimmt. Den hier trage ich jeden Tag. Hier bist du. Elisabeth, ich bin gerade... Ich will dich gar nicht lange stören.
Ich wollte nur fragen, wie es mit den Schweizern gelaufen ist. Sehr gut. Ich denke, sie werden verkaufen. Ich kann ja gar nicht sagen, was mir das bedeutet. Das Bankhaus Bärengraben zu übernehmen, war ja, wie du weißt, ein Herzensprojekt deines Vaters. Er hat so lange dafür gearbeitet. Aber die Schweizer, die sind halt etwas... Langsam. Ja. Schön, dass das klappt. Dein Vater wäre sehr stolz auf dich. Es ist gut, einen Mann an der Spitze der Familie zu haben, der sich seiner Verantwortung bewusst ist. Mit Ansgar sind wir durch so viele Krisen und Skandale gegangen. Mein Gott, seinetwegen hätten wir fast unser Zuhause verloren. Ja, jetzt wird Ruhe in die Familie kommen. Das ist gut so. Oh. Ich verstehe das nicht. Das war doch schon alles gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tore, zieh mich doch wenigstens mal an. Bitte schau mich an. Von wegen, du bist kein Gorilla. Giselle, es tut mir so leid. Was? Wieso weißt du das denn schon? Nee, ich war ja dabei. Also im weitesten Sinne. Was? Du warst letzte Nacht noch mal hier und hast den MRT-Befund mitbekommen? Was? Nein, Was für ein Befund? Tores Rückenmark ist verletzt. Was hat Dr. Mendes gesagt? Tore. Dass ich wahrscheinlich nie wieder laufen kann. Gott, es tut mir leid. Aber ist das denn sicher? Ich meine, ist die Diagnose endgültig? Vielleicht verschwindest du jetzt einfach. Nimm deine Schwester gleich mit, ich will allein sein. Mann, wir haben auch eine Klingel. Welcher Vollpfosten? Guten Morgen, mein Schwiegersohn. Ist was passiert? Ja. Nein, also, keine Ahnung. Ist Dana da? Sollte sie? Ja, komm erst mal rein. Danke. Na, sie ist gestern Abend noch mal weg. Ohne ein Wort zu sagen und ist die ganze Nacht nicht wiedergekommen. Aha. Ja. Ist denn irgendwas passiert? Sie hat von Hagen Abschied genommen, um unserer gemeinsamen Zukunft eine Chance zu geben. Und? Vielleicht ist das alles zu viel für sie. Vielleicht habe ich sie mit der Verlobung und der Hochzeit und all dem überfordert, ohne dass ich es selbst gemerkt hätte. Das hättest du gemerkt, glaub mir. Ja. Also, Dana kann da in solchen Dingen sehr unmissverständlich sein. Wahrscheinlich braucht sie einfach noch ein bisschen Zeit. Ja, das habe ich am Anfang auch gedacht. Aber gestern, als wir die Eheringe vergraben haben, da war sie ganz bei mir. Da war das Thema Hagen durch. Und jetzt ist sie weg, ohne Handy, nicht erreichbar, die ganze Nacht. So kenne ich sie gar nicht. Jetzt trinkst du erst mal einen Kaffee. Ich brauch den jetzt. Und danach fahren wir ins Gestüt. Wenn Dana irgendetwas beschäftigt, dann sucht sie meistens Zuflucht bei ihren Pferden. Gott, bist du groß geworden. Hier. Wie schön du bist. Wir hatten ein perfektes Leben zusammen. Du hast mir so gefehlt. Du mir auch. Ich wusste
wusste gar nicht, wie sehr ich dich gestern wieder gesehen habe. Ich kann mich an alles erinnern. An jeden einzelnen Moment mit dir. Ich will jetzt zurück, Dana. Ich will unser Leben zurück. Ich muss jetzt nach Hause. Jessica wartet bestimmt und Maxi. Und Ricardo. Und Ricardo. Wir sind verlobt. Ich wollte immer nur dich. Ich habe die ganze Zeit daran geglaubt, dass du zurückkommst. Ich habe nach dir suchen lassen. Ich habe den Kredit veruntreut. Ich habe mich mit deiner Familie angelegt. Alle haben mich für verrückt erklärt, weil ich einfach nicht aufhören konnte, daran zu glauben, dass du lebst. Dabei konnte ich dich einfach nicht verlieren. Ich konnte nicht. Ich habe so lange auf dich gewartet. Aber nicht lang genug. Das ist gut. Das ist gut. Es ist gut, dass du weitergemacht hast. Ich wollte immer, dass es dir gut geht. Die Angst, dass es dir schlecht gehen könnte, dass du einsam bist, hat mich fast umgebracht. Ich bin froh, dass es nicht so ist. Bitte auch gerne ein. Schwupp. Emma hat heute aus dem Kindergarten ihre Lieblingspuppe mitgehen lassen, ohne zu fragen, ob es okay ist. Jetzt hat sie ein bisschen Sorge, dass die Erzieherin böse auf sie ist. Ich glaube, wenn du dich ganz schnell entschuldigst bei der Erzieherin, dann ist das schon in Ordnung. Hm? Oder sie wartet einfach ab, ob überhaupt jemand gemerkt hat, dass die Puppe verschwunden ist. Denn wenn niemand Verdacht schöpft, könnte sie auch heimlich zurücklegen und würde sich jede Menge Ärger ersparen. Versprich mir, dass du nicht zur Polizei gehst. Ich hab's verstanden. Was ist denn überhaupt mit Hannes? Ansgar telefoniert fast täglich mit ihm. Der Kleine dreht auch durch, wenn sein Vater sich nicht meldet. Da kümmere ich mich drum. Glaub mir, ich will auch nicht, dass Ansgar was passiert ist, aber ich kenne Ansgar und Ansgar kennt dich. Er weiß, dass du vor Schuldgefühlen und Sorge um ihn umkommst. Spiel ihm nicht in die Hände, sei klüger als er. Lass dich nicht verrückt machen von seinem Verschwinden. Sebastian, eine Leiche hätte man längst gefunden. Ansgar nicht. Weißt du warum? Weil er nicht tot ist. Der Mendes muss sich geirrt haben. Ich glaube, er ist ein ziemlich guter Arzt. Ja, und? Auch gute Ärzte machen mal Fehler. Nein. Nein, 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 nein! Scheiße. Ich kann mir nicht mal vorstellen, was Tore gerade durchmachen muss. Wenn Dr. Mendes recht hat, dann wird sich sein ganzes Leben verändern. Mann, nee, ich wünschte, es gäbe irgendwas, was ich für ihn tun könnte. Ich liebe Tore und egal was passiert, ich lasse ihn nicht im Stich. Aber ich habe eine Scheißangst. Das wird nicht leicht die nächste Zeit. Nein, wird es nicht.
Das ist aber ein schönes Bild. Wer ist das denn? Sind das wir drei? Mama, ich und du? Was meinst du auch noch? Hey Sebastian, hast du Ansgar gesehen? Ansgar? Ja, wir waren vor über einer Stunde zum Frühstück im Sternhaus verabredet, aber ich habe jetzt auf ihn gewartet, aber keine Ahnung, nichts. Ich habe mit Justus auch schon telefoniert, aber er hat ihn auch noch nicht gesehen. Ja, tut mir leid, ich habe auch keine Ahnung, wo es ist. Ging es bei eurem Streit eigentlich um die Übernahme von diesem Bankhaus? Ja. Ansgar hat mir vorgeworfen, dass ich den Job des Vorsitzenden nicht drauf habe, dass ich den Deal mal wieder vor die Wand fahren werde und so weiter. Du kennst ihn ja. Mhm. Und hast du ihn erwischt? Erwischt? Ja, du bist ihm noch nachgefahren. Nein, ich hatte noch einen Termin, bevor ich mich mit der Delegation aus Bern getroffen habe. Apfel. Das wusste ich gar nicht. Ich hab Apfel. Ja, okay. Hey, Ansgar, ich bin's. Du, ruf mich doch mal bitte zurück, okay? Geh zu Ricardo, rede mit ihm. Je eher wir die Sache aus der Welt schaffen, desto besser. Hagen, ich war unfassbar glücklich mit dir. Und ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Aber ich muss jetzt wirklich nach Hause. Ich muss zu Maxi und zu Ricardo. Du hast die ganze Zeit gewusst, dass ich noch am Leben bin. Du hast nach mir suchen lassen. Du hast mich die ganze Zeit über nicht aufgegeben. Und du hast gespürt, dass ich wieder da bin. Das ist alles, was zählt. Du bist alles, was zählt. Dana, ich liebe dich. Ich bin jetzt mit Ricardo zusammen. Wir wollen heiraten. Er ist der Falsche. Und das weißt du auch. Du liebst mich. Komm zu mir zurück.